Heute habe ich mir wieder mal ein lohnendes Wanderziel im mittleren Schwarzwald ausgesucht. An alle Koch-Abonnenten, heute ist die Natur dran und Wandern. Ich bin jetzt von Gengenbach 4 Kilometer in den Heigerach gefahren und laufe den schmalen, idyllischen Ameisenweg mit einem herrlichen Ausblick ins Kinzigtal. Dann geht es hoch bis 640 Meter zur Kornebene und ja, wenn nicht Corona ist, dann hat die Kornebene geöffnet. Von da aus geht es weiter noch mal so 2,5, 3 Kilometer bis zum Mooskopf mit dem Moosturm. Und dort steht auch dem Sturm von 1999 gewidmet ein Denkmal, das Lothar-Denkmal. Und alles das werden wir heute besuchen. Also, wenn ihr Lust habt, kommt mit. Auf geht's! Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz Heigerach und unmittelbar daneben geht der steile Ameisenweg los. Zu Beginn recht anstrengend mit einigen Stufen, doch sehr reizvoll und idyllisch schlängelt sich der relativ unbekannte Weg 2,5 Kilometer hoch bis zur Kornebene. Ja, ich bin immer noch auf dem Ameisenweg, aber den ganz steilen Weg, den habe ich schon hinter mir. Und hier ist es eigentlich sehr schön, ganz schmal und idyllisch. Rechts liegt das Kinzigtal und links ein großer Berg, den ich noch vor mir habe, und riesen Granitsteine. Wenn ihr mal hier lang geht, ein wunderbares Fotomotiv für eure Familie. Die Kinder können hier hochkrabbeln und ihr könnt ein wunderschönes Foto machen. Ich habe vor Jahren schon viele schöne Fotos mit meiner Familie gemacht. Die blende ich euch mal kurz ein. Das Arboretum ist ein Park mit vielen Baumarten. Hier an den Tafeln erfährt man, welcher Baum vor einem steht, wo seine ursprüngliche Heimat ist, erfährt von der Familie, den Lebensraum, den Ansprüchen und vieles mehr. Man lernt einiges über heimische und auch über fremde Baumarten, sofern sie hier gedeihen. Ein Park zum Rumstromern, Entdecken und Lernen. Ja, und in diesem Areal können größere Kinder auch mal rumtoben, ganz alleine und die Gegend entdecken und die Natur kennenlernen. Oben an der Kornebene kann man sich hinsetzen, kann man sich bedienen lassen, außerhalb Corona-Zeiten natürlich. Und die Kinder, wenn es größere sind, die können hier mal eine Stunde alleine rumtoben. Das macht ihnen ganz viel Spaß. An diesem Park der vielfältigen Bäume schließt sich die Kornebene an. Ein beliebter Sammelpunkt und Vesperstube bei Wanderern und Radlern in einer Höhe von 640 Metern. Die Kornebene ist von Gengenbach und Nordrach aus erreichbar und mit ausreichend Sitzmöbeln ringsherum, einem schönen Spielplatz mit Holzspielgeräten ausgestattet.
Am Brunnen fülle ich meine Trinkflasche auf und laufe nun den breiten Wanderweg 2,8 Kilometer hoch zum Mooskopf. Hier geben die Bäume zu meiner linken Seite das erste Mal den Blick frei ins Kinzig und Rennstall und in die Rheinebene, bis hin zu den französischen Vogesen im Hintergrund, aber heute nicht, weil es ist etwas düsig. Wir sind jetzt 820 Meter hoch in der Siedig-Halde. Und hier sieht man den Moosturm. Nun angekommen an der Kreuzung Siedig-Kopf in 850 Meter Höhe, blicken wir in einen Bannwald. Bannwald, was bedeutet das? Ein Totalreservat. Das heißt, dieser Wald soll sich ungestört, ohne jegliche Forstarbeiten zum Urwald von morgen entwickeln. Alles bleibt sich selbst überlassen, damit sich die Waldvegetation entwickeln kann. Bannwälder dienen vorwiegend der Wissenschaft als sogenannte Freilandlaboratorien. Sie sollen aber auch den Besuchern einen Eindruck von der urwüchsigen, vom Menschen unbeeinflussten Natur vermitteln. ...200 Meter, ganz steil und sehr steinig, geht es nun hoch zum Moosturm. Aber ich gehe das kleine parallel laufende Moosturmwegle durch den Wald. Der Moosturm, 1890 aus rotem Sandstein errichtet. 21 Meter hoch auf einer Ebene von 871 Metern über dem Meeresspiegel, auf dem Mooskopf. Hier auf der gesamten Hochfläche des Moos- und Siedig-Kopfes zwischen dem Rench und Nordrachtal wurden beim Jahrhundertsturm Lothar 1999 in ein paar Minuten auf dem ganzen Areal alle zum Teil auch kräftigen alten Bäume vollkommen umgelegt. Es stand danach kein einziger Baum mehr. Jetzt, 21 Jahre danach, ist das ganze Gebiet wieder mit Jungbäumen bestockt. Und das ganz ohne Zutun des Menschen. Und deshalb weist dieser junge Wald eine viel höhere Artenvielfalt auf. Und inzwischen geht man schon wieder durch einen geschlossenen Wald. Diese Biker, manche unter ihnen sind ganz schön wagehalsig. Diesen steilen und sehr steinigen Weg fährt der jetzt hinab. Schon ein bisschen verrückt. Wahnsinn. Die Wanderer hingegen haben Mühe und müssen sehr vorsichtig sein, den Weg heil hinunterzukommen. Und jetzt kommen wir zum Lothar-Denkmal. Das Lothar-Denkmal.
als Erinnerung an den Jahrhundertsturm Lothar vom 26.12.1999 hoch oben über dem Kinzig, Rench und Norddrachtal errichtet. Der Künstler Norbert Feger schuf dieses 12 Meter hohe Denkmal als Erinnerung an den Jahrhundertsturm. Aus 3 gefallenen 100-jährigen Weißtannen. Der Platz am und um dieses Denkmal ist sehr, sehr beliebt bei Wanderern und Bikern. Mit gutem Grund, denn der Blick ins Rheintal und auf die Vogesen ist überwältigend. Man kann gut auf den von der Sonne erwärmten Steinen sitzen. Und mir kommt immer der Gedanke, wie verletzlich doch die Natur ist. Und dennoch sind die Naturgewalten vom Menschen nicht beeinflussbar. Und aus diesem Grund müssen wir verantwortungsbewusster mit der Natur umgehen. Oh Gott sei Dank. Jetzt bin ich vom Lotharpfad aus gleich weitergelaufen und habe einen Weg gewählt, wo mir nicht laufend Radfahrer in die Quere kommen und ich zur Seite springen muss. Es ist ja belastend. Aber dieser Weg ist schön ruhig und ich bin ganz alleine hier. Die Mosbe hat's gebaut, die Gemeinde hat's gezahlt. Also die Gemeinde hat's gezahlt. Ich bin wieder am Parkplatz angekommen. Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, jetzt habe ich es aber satt. Ich bin wieder in meinem Auto und fahre jetzt nach Hause. 18 Kilometer bin ich heute gelaufen. Das war ganz schön happig. Aber schön war's. Tschüss.